Char Nummer 1 hat 125 und wir starten bei einer 8% Chance. Let's go. Und da kommen die ersten Power Dice 10 zum Einsatz. Von 26 auf 32. First try. Und da kommen die nächsten Power Dice 12. Von 24 auf 27. First try. Power Dice 10 meine ich. Oh, geil. Ich hätte gesagt, Power Dice 10 immer ab 20%, aber man will hier eigentlich nicht die 20% erreichen. Es ist trotzdem passiert. 29% mit Power Dice 10. 33. Autsch. Cool, unter 10% geklappt, nice. Gut, jetzt ist 20% auf jeden Fall zu viel. Jetzt würde ich sagen, Power Dice 10 ab 15? Autsch. Das sind schon weit über 10 Face bei über 10%. 5 Face bei über 20%. 1 Fail bei über 30. 2 bei über 30. What is happening? What is happening? What is happening? What is happening? Das waren einfach 20 Fails über 10% Chance. Naja, das war nicht über 20, aber viel zu viele. Scam. So fühlt sich also Pech an. No, und reingelackt. Let's go. Du musst auf jeden Fall mal wieder gebrochen werden, Ping. Du hattest zu viel Glück. Plus 15 ging auch schön schnell. Sehr schön. Wieder reingeholt, das Pech von gerade. Ich lese eine Nachricht vor, wie jemand am Haten ist und sofort klappt es. Wunderschön. Okay, jetzt, ja gut, ich habe eh nur noch 2 Power Dice 10. Jetzt sind die Power Dice leer gegangen. Das ist doch heute ein Video, wo du 2 Ringe auf 20 gebracht hast. Machst du Max Gear für alle Chars? Nein. Aber ich habe sehr viele Protects und die müssen weg. Mit 125 Protects auf plus 19 zu kommen, wäre geil gewesen. Aber auch ziemlich unrealistisch. Plus 16. Also plus 17 sollte eigentlich noch drin sein. Come on, baby. Also mein größtes Pech, was ich jemals hatte, war das dieses Jahr... Das war es auf jeden Fall nicht. Das größte Pech, was ich jemals hatte, ich glaube, es war dieses Jahr auf dem FEC. Lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es war dieses Jahr auf dem FEC. Und es war von 16 auf 17, glaube ich. Da hatte ich irgendwie 200 Fails oder so. Oder von 18 auf 19. Aber irgendwo hatte ich sowas von unfassbar viele Fails. Das war der dreifache Erwartungswert oder so. Und es war nicht von 19 auf 20. Es war irgendwas drunter. Das war das größte Pech, was ich, glaube ich, jemals hatte. Dreifacher Erwartungswert oder so. Das ist schon brutal. Viel gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich FEC war, aber ich glaube schon, weil sonst habe ich ja nirgendwo geupgradet, außer auf dem FEC. Also sieht aktuell noch sehr gut aus für die Believers, würde ich sagen. 125 Products und schon plus 17 mit einigen Fails. Jetzt haben wir noch 2 Power Dice 10. Und...
Also erster Char hat es auf 17 mit 31 Fails geschafft. Das ist schon mal eine sehr gute Vorlage, würde ich sagen. Dann schiebt man das Baby rüber. Ach, jetzt habe ich die Power Dice vergessen. Power Dicers. Gimme those Power Dicers. Aber natürlich erstmal Seelengebundene benutzen. Ich heb die ja nicht zum Spaß auf. 70 Stück. Und let's fetz. Dann cheer ich mich noch. Gute alte Cheer Nation. Hey, Rafts hat mich gecheert. Danke, Rafts. $0,6 hört sich brutal an, ja, aber es ist ja Pity, das heißt, mit jedem Fail steigt die Chance. Du gehst nun ins Bett, obwohl du mich brechen sehen willst? Aber wir brauchen noch nicht mehr lang, Hupe. 5 Minuten und der Käse ist gegessen. Hoffentlich. Ach Mist, wie viel hatte der? 114, ne? Ich hab's nicht aufgeschrieben. 114 A-Pros müsste der gehabt haben. Okay, das darf dann jetzt aber langsam mal klappen hier. Hallo? Hello? Bitte. Ich glaube, ab 3% benutze ich Power Dice 10. Hallo? 70 Face. Ich glaube, das ist da, wo ich auch so viel Pech hatte, von 17 auf 18. Ich glaube, das war genau diese Situation. Oh, hat geklappt. 18. Jetzt den Schinken noch auf 19 ballern. Come on, baby. Noch 60. Werde ich auf 1000 plus gesetzt, welcher dreckige Herde. Ey, Terranord hat auf 1000 plus gesetzt mit 10 Punkten. So. Nicht nur ich. Doch, nur du. Eine Person ist auf 1000 und du wirst mir angezeigt, also nur du. Oh, das waren die seelengebundenen Power Dicers. Doch, nur du. Es sind generell nur 5 Leute in der Wette. Nur 5 Leute sind in der Wette. Oh, danke für den Cheer, Naftar. Das wäre schon geil, wenn der jetzt noch auf 19 geht. Ist Upgrade auf Live-PC oder Universe schlimmer? Also der Erwartungswert ist der gleiche. Also grundsätzlich gleich. Universe hat halt die Pity Protection, dass bei massivstem Pech, also wenn du schon weit über dem Erwartungswert drüber bist, die Chance irgendwann so gut ist, dass es klappen muss. Aber, wie ich schon gesagt habe, dafür musst du weit über dem Erwartungswert liegen. Also das ist wirklich nur noch eine Abdämpfung der absoluten Katastrophe. Okay, wir könnten Power Dice 10 benutzen, aber ich will sie auch nicht verschwenden. Machen wir die letzten 5 mit Power Dice 10, aber dafür ist die Chance eigentlich noch zu niedrig. Das wäre wasted, die da jetzt alle reinzuballern. Machen wir 5. Come on, baby. Und... No! No! No!
Vorletztes Product und der Käse ist auf 19. Let's go. Let's go. Powerless 10, baby. Come on, baby. Let's go. Wie viel waren das jetzt? Irgendwas mit 70, glaube ich. Achso, du meinst Gesamt. Gesamt 239 für plus 19. Mit einem Fail. Also die Believers haben jetzt noch 400 Versuche für plus 20. Any Believers in the chat? Okay, der Chart nur 3 Stück. Zwei, 3. Okay. Dann die nächsten 114. Äh, 69 Seelengebundene. Upgrade, zack, 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 zack. Cheer me up before you go, I guess. So, jetzt sind wir am Start. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Sieht bad aus, aber die 10 Punkte gönne ich mit Handkuss. Oh, wow. What server, Reggie? Boroding. German Flive Universe Server. Ey, wir haben schon die 0,01%. Let's go. Flive Universe hat nur einen deutschen Server, oder? Naja, fast 2. Bin in 40 Minuten wieder da, wenn da 2000 steht, Hupe. Hupe, Hupe, Hupe. Hupe. Oder soll ich besser sagen, Habibi Junior? Habibi Junior? Wieso fast 2? Weil der Server Totemia aus knapp 50% Deutschen besteht. Es gibt noch einen europäischen Server und die Hälfte der Spieler dort sind auch deutsch. Die Verrat am deutschen Server begangen haben. Krampfader, danke für den Resub. Worauf ich spiele? Na, ich spiele natürlich auf dem richtigen Deutschen. Dem deutschen Deutschen. Und gebannt. Ich spiele auf Boroding, dem echten deutschen Server. Wäre Totemia nicht besser bei mehr Spieler? Also bis sie mit dem französischen Server gemerged haben, hatten sie kaum mehr Spieler. Wir waren ziemlich gleich auf mit ihnen, also Totemia sagen wir 10-15% mehr vielleicht. Erst als sie mit dem französischen Server gemerged haben, erst seitdem sind sie deutlich mehr als wir. Aber jetzt sind es halt zwei. Also jetzt ist es literally jedes Land in Europa und Afrika ist Totemia, außer Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es sind quasi, keine Ahnung, 1,5 Milliarden Menschen versus 100 Millionen. Und die Server sind immer noch relativ ebenbürtig. Das zeigt einfach, dass außer Deutschen sowieso keiner Flive spielt. Also warum spielst du dann nicht gleich auf dem deutschen Server? Keiner weiß es. Also in Europa spielen echt nur die Deutschen Flive. Und ein paar Franzosen. Und sonst wirklich nur einzelne Leute aus manchen Ländern. Also ist Deutsch Number One in Flive. Europa. Gut, wir haben die 100 Tries geknackt. Ich habe auch gleich keine Power Dice, keine Products mehr auf dem Char.
Du meinst Fliff? Da spricht man doch nicht Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff. Ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Ja, hier benutzen wir jetzt natürlich auch keine Powerless 10. Das wäre total idiotisch, bei so einer niedrigen Chance schon Powerless 10 zu benutzen. Da kannst du sie auch gleich wegschmeißen. Dafür sind sie wiederum zu schade. Okay, 118 Fails. Weiter geht's. Zack, boom. So, dann muss ich nochmal gucken, wer hat jetzt hier noch Protects? Ah ja, der Ranger. Und der Ringmaster. Fliff hört sich besser an als Flife. Nein. Das ist objektiv falsch. Das ist doch Ragebait. Vermutlich. Ich meine, du bist Experte im Ragebait, Sakuri, du musst es wissen. Hier an der Ende. Also alter Experte im Ragebaiten musst du es ja wissen. So. Wie kommt man auf Fliff? Angeblich sprechen die Koreaner es so aus und die Japaner. Ich persönlich gehe aber stark davon aus, dass die halt einfach kein Englisch konnten damals. Und ich meine, wenn man nach Asien guckt, die meisten haben eine sehr schwierige Aussprache von vielen englischen Wörtern. Also wäre es auch nicht wirklich abwegig, das darauf zurückzuführen. Und wir reden hier vom Jahr 2004, als die Welt noch lange nicht so global war wie heute. Und Flife wurde ursprünglich auch nur für den asiatischen Markt entwickelt und kam erst ein Jahr später nach Amerika und Europa. Das heißt, ursprünglich war das ein rein asiatisches Game, nur für den koreanischen, japanischen Markt. Und dass das Spiel Fly for Fun heißt und dass die Abkürzung ist Flife, hat denen halt auch keiner so richtig erklärt, glaube ich. Weil wenn du etwas mit Fly abkürzt, dann sprichst du es ja nicht plötzlich Fliff aus oder Flea, wenn es einfach Fly ist. Also warum sollst du Flife sagen? Fly for Fun. Und wenn du es abkürzt, sagst du nicht mehr Fly, sondern Flea. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, von vorne bis hinten nicht. Also es ist einfach auf, meiner Meinung nach, schlechte Aussprache zurückzuführen. Hat sich ja damals keiner wirklich drüber Gedanken gemacht, weil es nur für Japaner und Koreaner war und die sich sowieso nicht auf Englisch unterhalten. Und als es dann in den Westen kam, hast du halt plötzlich dieses Problem gehabt, dass das halt überhaupt keinen Sinn ergibt, das so auszusprechen. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die sich halt dann auch weigern. Ja, Mr. DeMoy Earring, wir haben jetzt langsam ein kleines Zeitproblem. Ich muss in circa 7 Minuten zu Kriton. Hurry up, boy. Wie sprichst du WoW aus? WoW. Aber auf Englisch sagen sie wow. Ich weiß. Auf Englisch sagen sie wow. Manche Leute zumindest. Das ist aber was anderes, weil das sind ja einfach nur 3 Buchstaben. Ich meine, das ist ja nicht wirklich ein Wort, das ist ja wirklich nur die Abkürzung. Wenn du World of Warcraft sagst, sagst du es ja immer gleich. Also ich meine, Flife ist auch die Abkürzung, aber da hat es halt den Hintergrund, dass du ja auch die gleichen Wörter hast. Und WoW, da ist ja kein Wort mehr drin.
Aber bei Flive bleibt ja das Flive bestehen quasi. Und das wird dann einfach verändert und das ergibt ja dann überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man das plötzlich verändern und anders aussprechen? Das hast du jetzt bei der WoW-Abkürzung, hast du das ja nicht. Aber ja, ich müsste theoretisch dann fast schon mal gucken nach einem neuen Charakter hier. Und die Chars, die fertig sind, schon mal vor einen Dungeon parken. Uiuiui. Also das ist auf jeden Fall schon, nee, noch nicht ganz. Noch 30 Versuche, dann ist der Demoll mit den meisten Tries bei dem Event jetzt. Also die Top-Arsch-Chars sind auf jeden Fall alle fertig. Wir arbeiten hier unter Zeitdruck. 264, noch 10 Versuche. Der erste war 273, der zweite war 210. Und der Moment der Wahrheit, es ist mehr. Okay, der Chart noch 68 A-Pros. Wie viel mehr will er noch von uns haben? Wie viel mehr A-Products? Das ist jetzt die Frage. Die Frage der Fragen. Was fällt diesem Dimmer auch ein, mehr als 270 zu brauchen? Das ist schon ein bisschen unverschämt, bin ich ehrlich. 300 haben wir jetzt. Yikes. Zu welcher Uhrzeit waren die 200er Erfolge? Genau die gleiche Uhrzeit wie jetzt. Kurz vor Kriton. Beide Male. Kurz vor Kriton im 200er Bereich. Also genau das gleiche Szenario wie jetzt. Und der gleiche Channel. Nicht die gleichen Charakter logischerweise, weil die ja quasi keine mehr haben. Keine A-Pros. Keine A-Propos. Na, ich fürchte, da müssen wir fast eine kurze Kriton-Pause machen. Das erweckt zumindest den Anschein. Es würde das nötig werden dieses Mal. Naja gut, die letzten Male mussten wir halt nicht auf 19 upgraden, ne? Ich meine, wir sind jetzt tatsächlich schon... Oh, okay, wir haben glaube ich sogar gleich schon die 700, by the way. Muss man nachrechnen? Nee, noch nicht. Aber wenn die hier durch sind, sind wir schon bei knapp 600. Also die Believers sind... Den Believern geht's gleich an den Kragen. Mit der Wette. Für die Believer sieht's nicht gut aus. Alright, das war nix. Und dann hat der hier noch 16. Komm schon, Lucky Number 16, Baby. Ups. Verdammt nochmal. Come on, baby.
350. Könnte daran liegen, dass die vorher schon alle plus 19 waren, der jetzt nicht. Das ist der größte Unterschied zu gestern auf jeden Fall, ja. Uff, 360 schon. Oh no. Was ist nur aus meinem Glück geworden? Schade. Gut, weiter geht es dann später auf Grindboy. Und jetzt kommen saftige 94. Watch this. Plus 94. Let's freaking go, baby. 366 Face. Sperr die Äuglein auf. Warte, was? Was ist passiert? Er ist plus 20. What? What? Junge, ich hab's überhaupt nicht gecheckt. What the fuck? Ich dachte mir, warum kommt kein Geräusch mehr? Ich war gerade so irritiert, weil ich dachte, wo ist das Geräusch? Wo ist das? No way. Damn. Cool. Noch einer plus 20. Let's go, baby. So war es bei mir gestern auch. Hatte 700 Tries, dann 30 Smading-Boxen aufgemacht. Ne, 700 erste Try war's. Ja, das ist schon echt funny. Funny fresh.